Hi, was ist hier los? Warum filmst du sie? Weil es einfach urkomisch ist. Meine Freunde auf Insta werden es lieben. Lösch das Video sofort. Das geht dir nichts an, herrische Dame. Wer glaubst du, dass du bist? Dieses Fitnessstudio ist für Leute, die das Training ernst nehmen. Nicht für irgendein übergewichtiges Mädchen, das noch nie in ihrem Leben trainiert hat. Vorher an diesem Tag. Du musst dich verlaufen haben. McDonald's ist ein paar Türen weiter. Eigentlich bin ich hier, um mich anzumelden. Ich möchte Mitglied werden. Hör zu, nichts für ungut. Aber dieses Fitnessstudio ist nicht für Leute wie dich. Gibt es irgendein Problem damit, dass ich beitreten möchte? Wir versuchen, eine bestimmte Art von Kundschaft zu vermeiden, wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht solltest du noch mal darüber nachdenken und morgen wiederkommen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Eigentlich habe ich beschlossen, dass Ich sage es dir ganz ehrlich. Heute ist ein richtig schlechter Tag für jemanden wie dich, um beizutreten. Der neue Besitzer des Fitnessstudio kommt heute vorbei. Und ich möchte, dass er von unserer Kundschaft beeindruckt ist. Nicht abgestoßen oder deprimiert. sei es, wie es sei, ich würde mich trotzdem heute gerne anmelden. Ich versuche, eine positive Veränderung in meinem Leben vorzunehmen. Und Sport war der erste Schritt meines Plans. Na gut, dann machen wir es kurz. Folge mir. Ich war eigentlich noch nie in einem Fitnessstudio. Das musst du mir nicht sagen. Das sieht man an deiner Figur. Gibt es heute Personaltrainer, die mir beim Einstieg helfen können? Nein. Nur mich. Okay. Würdest du mich dann trainieren? Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Aber ich habe online gelesen, dass es am ersten Tag ein kostenloses Probetraining gibt. Na gut. Ich trainiere dich. Aber du musst mir versprechen, dass du weg bist, bevor der neue Besitzer kommt. Okay, kein Problem. Lass uns das hinter uns bringen. Ich spüre ein wenig Schmerzen in den Knien. Ist das normal? Ja, das ist völlig normal bei deinem riesigen Körper. Wie ist meine Haltung? Mache ich es richtig? Aha. Passt schon. Bist du sicher? Warte kurz. Ich muss diesen Anruf entgegennehmen. Entschuldigung. Ich erkläre dir, wie du richtig trainierst. Stell deine Zehen etwas gerader. Achte darauf, dass deine Knie deine Zehen bedecken. So. Jetzt bist du dran. Oh wow. Ja, das macht wirklich einen Unterschied. Und geh ganz nach unten, damit du das Brennen in deinen Gesäßmuskeln spürst. Genau so. Oh, jetzt merke ich das Brennen wirklich. Ja, du hast es geschafft. Gute Arbeit. Vielen Dank für die Tipps. Es ist tatsächlich mein erstes Mal im Fitnessstudio. Das ist irgendwie überwältigend. Und ich schäme mich ein bisschen, weil ich so wenig weiß. Hör zu. Lass dich davon nicht aufhalten, okay? Der schwerste Schritt ist, durch die Tür zu gehen. Und das hast du schon geschafft. Gute Arbeit. Alles klar, alles klar. Weiter geht's zur nächsten Übung. Komm schon, hopp hopp. Folge mir. Das war's? Du kannst viel stärker sein als das. Lass uns das richtig hören. Hi. Was ist hier los? Warum filmst du sie? Weil es einfach urkomisch ist. Meine Freunde auf Insta werden es lieben.
Lösch das Video sofort. Das geht dir nichts an, herrische Dame. Wer glaubst du, dass du bist? Hey, was passiert hier? Sie filmt dich für ihren Instagram-Account, damit sie sich über dich lustig machen kann. Warum würdest du so etwas tun? Beruhig dich. Es ist nur ein Scherz. Stell dich nicht so an. Vielleicht ist es für dich ein Scherz. Aber für mich nicht. Das ist etwas, womit ich mein ganzes Leben lang zu kämpfen hatte. Weißt du? Ich war schon immer unsicher wegen meines Gewichts. Ich dachte, das würde mit der Zeit verschwinden. Aber es wurde nur noch schlimmer. Also entschied ich mich, etwas zu ändern. Ich wollte endlich die Kontrolle übernehmen und etwas dagegen tun. Deshalb beschloss ich, mich in einem Fitnessstudio anzumelden. Aber jedes Mal, wenn ich den Mut aufbrachte, mich anzumelden, finde ich einen Grund, einen Rückzieher zu machen. Und so siehst du? Ich habe endlich den Mut aufgebracht, mich anzumelden. Und diesen großen Schritt zu wagen. Aber du hast es mir wirklich nicht leicht gemacht. Hört sich an, als hättest du lieber auf dein Bauchgefühl hören. Und dich nicht anmelden sollen. Dieses Fitnessstudio ist für Leute, die das Training ernst nehmen. Nicht für irgendein übergewichtiges Mädchen, das noch nie in ihrem Leben trainiert hat. Hör nicht auf sie, okay? Dieses Fitnessstudio ist für alle, die eine positive Veränderung in ihrem Leben wollen. Das entscheidest nicht du. Das entscheide ich. Ich bin die Managerin hier. Vielleicht bist du die Managerin hier. Aber ich bin die neue Besitzerin. Nein, bist du nicht. Der neue Besitzer ist ein Mann, namens Sascha Ivanov. Das bin ich. Oh. Ich dachte, Sascha wäre ein Männername. Lass dich nicht vom Namen täuschen. Ich mache immer ein anonymes Probetraining, bevor ich mein Team treffe. Das gibt mir einen besseren Einblick, wie hier alles läuft. Und ehrlich gesagt, habe ich genug von deiner unhöflichen und herablassenden Art. Schau. Das war alles nur ein Missverständnis, und ich wollte doch nur. Genug mit deinen Lügen. Fitnessstudios sollten Orte sein, an denen Menschen trainieren können, ohne verurteilt oder herabgewürdigt zu werden. Aber du hast davon offensichtlich keine Ahnung. Jemand wie du hat nichts in dieser Position verloren. Geschweige denn als Trainerin oder Managerin. Du bist gefeuert. Aber ich arbeite hier seit 3 Jahren. 3 Jahre sind für einen Mobber wie du zu lang. Und jetzt verschwinde, bevor ich die Security rufen muss. Es tut mir so leid, wie du heute behandelt wurdest. Was du hier tust, erfordert wirklich eine Menge Mut. Ich bin verwirrt und weiß nicht, wie ich anfangen soll. Doch, das weiß ich, weil ich dasselbe durchgemacht habe. Wow. Hast du wirklich all das Gewicht nur durch Training verloren? Ja, zusätzlich zu einigen Änderungen in meinem Lebensstil. Du kannst das auch schaffen, wenn du es wirklich willst. Ich will das. Sehr sogar. Gut. Dann schenke ich dir eine kostenlose lebenslange Mitgliedschaft. Oh wirklich? Oh mein Gott. Ja, und wenn du möchtest, trainiere ich dich sogar persönlich und helfe dir beim Einstieg. Natürlich würde ich das lieben. Dann legen wir los. Eine spannende Reise wartet auf dich. Keine Sorge. Ich habe diese Operation schon unzählige Male durchgeführt. Und warum sollte ich mir keine Sorgen machen? Sehen Sie sich doch mal an. Was ist denn an meinem Aussehen falsch? Nichts. Ich meine, objektiv betrachtet sind Sie eine attraktive Frau.
Das lässt mich vermuten, dass es nicht nur gute Noten waren, die Sie durchs Medizinstudium gebracht haben. Haben Sie ein Problem damit, dass ich Ihre Operation durchführe? Ja. Sie sind eine Frau. Sie haben in einem Operationssaal nichts verloren. Na ja, im Moment fühle ich mich alles andere als wohl. Ich weiß, dass eine Operation beängstigend sein kann. Es ist nicht die Operation, die mir Angst macht. Sie machen mir Angst. Ich will, dass ein Mann meine Operation durchführt. Jemand, der weiß, was er tut. Vorher an diesem Tag. Sind Sie Herr Müller? Warum so eine Verzögerung, Krankenschwester? Ich warte hier seit fast einer halben Stunde. Es tut mir sehr leid wegen der Verzögerung. Meine letzte Operation hat länger gedauert als geplant. Sie sind eine Ärztin? Ich bin Dr. Hoffmann. Ich werde heute Ihre Operation durchführen. Das muss ein Missverständnis sein. Mir wurde gesagt, ich bekomme den besten Chirurgen der Stadt. Hören Sie, können Sie sich bitte noch ein paar Minuten gedulden? Mein Krankenpfleger wird Sie gleich für die Operation vorbereiten. Entschuldigung. Warum hat mir niemand gesagt, dass Dr. Hoffmann eine Frau ist? Das ist normalerweise nicht etwas, was wir extra erwähnen. Natürlich nicht. Weil dann keiner mehr kommen würde. Stattdessen täuschen Sie Ihre Patienten. Und lassen uns glauben, wir bekämen echte Ärzte. Und dann, wenn wir hier auftauchen, gibt es den alten Lockvogeltrick. Ich bin mir nicht sicher, was Sie von mir hören wollen, Herr Müller. Ich bekomme eine Hüftoperation. Ich will, dass ein Mann meine Operation durchführt. Nicht eine Frau, die sich als Arzt verkleidet. Das ist leider nicht möglich, Herr Müller. Alle anderen orthopädischen Chirurgen sind ausgebucht. Bis wann? Die nächste Verfügbarkeit bei einem männlichen Arzt ist in 3 Monaten. 3 Monate kann ich nicht warten. Ich habe einen $50.000 Urlaub geplant, der nicht erstattungsfähig ist. Und ohne neue Hüfte kann ich nicht gehen. Lassen Sie mich Ihnen versichern. Dr. Hoffmann ist eine äußerst erfahrene Chirurgin. Sie sind in den besten Händen. In den besten Händen? Wie können Sie das mit ernstem Gesicht sagen? Schauen Sie. Sie ist schon spät dran, genau wie eine Frau. Und das soll mir Vertrauen einflößen? Herr Müller, Ihr Termin ist gerade einmal 5 Minuten überfällig. Der Krankenpfleger kommt gleich. Bitte nehmen Sie Platz. Das ist lächerlich. Herr Müller, wir sind bereit für Sie. Großartig. Ärztinnen und männliche Krankenschwestern. Was ist das hier für eine verrückte Welt? Bist du wirklich eine Krankenschwester? Ja, seit 8 Jahren. Wie bist du denn dazu gekommen, einen Frauenberuf zu machen? Ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich werde jetzt deine Vitalwerte messen. Super, also machst du nicht nur einen Frauenberuf, sondern arbeitest auch noch unter einer Frau. Hast du denn gar keinen Selbstrespekt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie beschämt deine Familie sein muss. Beschämt? Dr. Hoffmann gehört zu den Besten auf ihrem Gebiet. Ich bin sehr stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Natürlich hast du von ihr gelernt, wie man Wäsche wäscht. Nein. Glauben Sie es oder nicht. Ich bin wirklich dankbar, mit Dr. Hoffmann arbeiten zu dürfen. Und Sie sollten dankbar sein, sie als Chirurgin zu haben. Du kannst dir die netten Worte sparen, Mann. Ich weiß, dass du das nur sagst, weil sie deine Chefin ist. Aber du hast es doch für sie zu arbeiten, oder? Nein, überhaupt nicht. Jetzt ziehen Sie sich bitte in Ihr OP-Hemd um. Ich hole Ihre Ärztin. Herr Müller, schön Sie wiederzusehen. Das wird ein ganz routinemäßiger Eingriff. Freuen Sie sich auf Ihre neue Hüfte?
Freuen? Ich wäre viel entspannter, wenn ich nicht befürchten müsste, dass Sie das vermasseln. Keine Sorge. Ich habe diese Operation schon unzählige Male durchgeführt. Und warum sollte ich mir keine Sorgen machen? Sehen Sie sich doch mal an. Was ist denn an meinem Aussehen falsch? Nichts. Ich meine, objektiv betrachtet sind Sie eine attraktive Frau. Das lässt mich vermuten, dass es nicht nur gute Noten waren, die Sie durchs Medizinstudium gebracht haben. Ihre Werte sehen gut aus. Wir sollten Sie in ein paar Stunden durch die Operation bringen. Machen Sie das bloß nicht zu schnell. Jetzt müssen Sie in absoluter Höchstform sein. Verstanden? Ich verspreche Ihnen, Herr Müller, ich werde mein Bestes geben. Sie werden es versuchen? Verlierer sagen, dass sie es versuchen werden. Haben Sie ein Problem damit, dass ich Ihre Operation durchführe? Ja. Sie sind eine Frau. Sie haben in einem Operationssaal nichts verloren. Ich kann Ihnen versichern, Herr Müller, dass Sie in äußerst fähigen Händen sind. Entspann dich, Süße. Sie ist deine Chefin. Ich weiß, dass du das sagen musst. Ich habe diese Operation schon hunderte Male durchgeführt. Ich verspreche Ihnen, Sie werden sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein. Na ja, im Moment fühle ich mich alles andere als wohl. Ich weiß, dass eine Operation beängstigend sein kann. Es ist nicht die Operation, die mir Angst macht. Sie machen mir Angst. Ich will, dass ein Mann meine Operation durchführt. Jemand, der weiß, was er tut. Okay. Wenn das wirklich Ihr Wunsch ist, werde ich sehen, was sich machen lässt. Herr Müller, Sie haben Glück. Dr. Peter ist verfügbar, um Ihre Operation durchzuführen. Gott sei Dank. Endlich jemand Kompetentes. Nun, Doktor, ich überlasse Ihnen das Feld. Vielen Dank, Dr. Hoffmann. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, dass Sie meine Operation durchführen, Doktor. Sie sind ein Lebensretter. Eigentlich müsste ich Ihnen danken. Warum sollten Sie mir danken? Nun, wenn Sie nicht ausdrücklich einen männlichen Chirurgen verlangt hätten, hätte ich diese Operation niemals so früh in meiner Karriere selbst durchführen dürfen. Sie haben diese Operation also noch nie zuvor gemacht? Nein. Aber ich habe Dr. Hoffmann mehrfach dabei beobachtet. Sie ist wirklich eine Zauberin im Operation. Ich hatte das Glück, von ihr lernen zu dürfen. Wissen Sie, sie ist nicht umsonst die Beste auf ihrem Gebiet. Ist sie wirklich so gut? Natürlich ja. Es gibt keinen orthopädischen Preis, den sie nicht gewonnen hat. Tatsächlich hat sie mehrere der chirurgischen Techniken, die ich heute anwenden werde, selbst entwickelt. Aber unter uns gesagt. Ich hoffe nur, dass ich sie wenigstens halb so gut hinbekomme wie sie. Entschuldigen Sie mich kurz, Doktor. Dr. Hoffmann, ich habe es mir anders überlegt. Anders überlegt? Ja. Ich möchte, dass Sie meine Operation durchführen, wie ursprünglich geplant. Nun, ich fürchte, das kann ich nicht tun. Sie haben mir mehr als deutlich gemacht, was Sie von meinen Fähigkeiten als Chirurgin halten. Gut. Es tut mir leid. Ist es das, was Sie hören wollen? Bitte verschwenden Sie keine Zeit mehr und bereiten Sie mich auf die Operation vor. Herr Müller, haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, wie hart ich arbeiten musste, um in der Medizin erfolgreich zu sein? Oder wie oft ich unterschätzt wurde von Patienten und Kollegen, die mich allein wegen meines Geschlechts für weniger kompetent hielten? Nein, natürlich nicht. Denn als sie mich ansahen, sahen sie keine kompetente Medizinerin. Sie haben eine Frau gesehen, die Ärztin spielt. Und dann hatten sie auch noch die Dreistigkeit, mich zu beschuldigen, mich durch das Medizinstudium geschlafen zu haben. Haben Sie eine Ahnung, wie verletzend das ist?
Ich musste mir diesen toxischen Sexismus schon seit dem Studium gefallen lassen. Und ehrlich gesagt, ich habe endgültig genug davon. Okay. Ich glaube, der Krankenpfleger hat mir vorhin irgendwelche Tabletten gegeben. Ich fühle mich wirklich benommen. Und ich habe das alles wirklich nicht so gemeint. Ehrlich nicht. Das hat er ganz sicher nicht. Sie meinten jedes einzelne hasserfüllte Wort, das Sie gesagt haben. Aber die gute Nachricht ist: Ich muss mir diese Art von Misshandlung nicht mehr antun. Nicht von Ihnen, nicht von irgendjemandem. Und nun, wenn Sie mich entschuldigen. Ich habe noch eine andere Operation vorzubereiten. Bitte, Doktor. Ich flehe Sie an, ja? Ich brauche diese Operation. Ich habe einen unglaublich teuren Urlaub gebucht. Und den kann ich auf keinen Fall verpassen. Tja, dann hätten Sie vielleicht vorher darüber nachdenken sollen. Bevor Sie eine Frau unterschätzt haben. Pack deine Sachen fertig. Ich will, dass du heute Abend raus bist. Heute Abend? Wohin soll ich gehen? Ich muss morgen arbeiten. Ein wichtiger Kunde kommt morgen früh. Sarah, das ist mir egal. Dieses Papier sagt, dass wir nicht mehr verheiratet sind. Und du bist nicht mehr mein Problem. Du hättest der Firma fast einen ihrer wichtigsten Kunden gekostet. Ich muss dich entlassen. Was? Sie verstehen nicht. Letzte Nacht hat mein Mann. Ich will deine Ausreden nicht hören. Du bist gefeuert. Bitte, hören Sie mir doch zu. Verschwinde sofort von hier. Oder muss ich die Security rufen? Nein, ich gehe selber. Komm, pack deine Sachen und verlass sofort dieses Haus. Warum machst du das? Ich kann nicht mehr mit dir leben. Ich will die Scheidung. Die Scheidung? Warum? Warum? Genau deswegen. Ich habe mir mein Leben nicht so vorgestellt. Du hast seit 4 Jahren Krebs. Du ruinierst mich finanziell. Du gibst Unmengen unseres Geldes für deine Krankheit aus, und das ohne Erfolg. Ich habe mir das auch nicht so vorgestellt. Aber wir haben uns versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein. Nun, ich bin fertig damit, dieses Versprechen zu halten. Komm schon, Peter. Ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber wir können das gemeinsam klären. Ich treffe mich mit einer anderen Frau. Du betrügst mich? Seit einem Jahr. Sie gibt mir das Gefühl, wieder lebendig zu sein, ganz anders als du. Es fühlt sich so gut an, das endlich auszusprechen. Das ist unfassbar. Du solltest dir besser einen guten Anwalt suchen. Hab ich schon, Liebling. Ich habe den besten Scheidungsanwalt der Stadt engagiert. Außerdem habe ich mit jedem Anwalt in der Gegend gesprochen. Und rechtlich dürfen sie dich jetzt nicht mehr vertreten. Mein Anwalt hat die Dokumente bereits vorbereitet. Wir reichen sie morgen früh ein. Das ist ungeheuerlich. Laut diesem Vertrag behältst du alles, und ich bekomme nichts? Ich unterschreibe das nicht. Oh doch, das wärst du. Du wirst dieses Papier unterschreiben. Oder mein Anwalt wird dein Leben zur Hölle machen. Du wirst jahrelang mit einem zweitklassigen Anwalt vor Gericht kämpfen. Weißt du, wie teuer das sein wird? Ich rate dir zu unterschreiben. Pack deine Sachen fertig. Ich will, dass du heute Abend raus bist. Heute Abend? Wohin soll ich gehen? Ich muss morgen arbeiten. Ein wichtiger Kunde kommt morgen früh. Sarah, das ist mir egal. Dieses Papier sagt, dass wir nicht mehr verheiratet sind. Und du bist nicht mehr mein Problem. Guten Abend. Checken Sie ein? Ja, ein Zimmer bitte. Es tut mir leid, Frau, aber es scheint, dass diese Karte abgelehnt wurde. Oh nein, da muss ein Fehler vorliegen.
Können Sie es nochmal versuchen? Natürlich. Sie funktioniert immer noch nicht. Können Sie mir einen Moment geben? Hast du meine Kreditkarten gesperrt? Das habe ich getan. Und bevor du fragst, ich habe alle Passwörter und PIN-Codes für unser gemeinsames Konto geändert. Aber ein Teil dieses Geldes gehört mir, und das weißt du. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich ein Hotel bezahlen? Entschuldigung. Hören Sie, es gibt ein günstigeres Motel die Straße runter. Die haben genügend Zimmer und nehmen Bargeld. Danke. Kein Problem. Viel Glück. Ein Zimmer bitte. $80 für die Nacht. Für diesen Ort? Es ist ein bisschen teuer, nicht wahr? Das ist eine Last-Minute-Buchung. Wenn Sie 2 Nächte nehmen, mache ich Ihnen einen Pauschalpreis von $100. Ich habe nur $103. Bitte, es muss doch etwas geben, was Sie tun können. Ich hatte die schlimmste Nacht. Behalten Sie Ihre Geschichte für sich, Frau. Wenn Ihnen die Preise nicht passen, suchen Sie sich ein anderes Motel. Nun, ich habe keine andere Wahl. Zimmer 125, den Flur entlang nach links. Am nächsten Tag. Wo warst du? Du bist zu spät. Ich weiß, es tut mir so leid. Es tut dir leid? Wir hätten fast den Müller-Account verloren, weil du nicht da warst. Es tut mir leid, Chef. Ich verspreche, das wird nicht wieder passieren. Oh, da kannst du dir sicher sein, dass es das nicht wird. Du hättest der Firma fast einen ihrer wichtigsten Kunden gekostet. Ich muss dich entlassen. Was? Sie verstehen nicht. Letzte Nacht hat mein Mann. Ich will deine Ausreden nicht hören. Du bist gefeuert. Bitte, hören Sie mir doch zu. Verschwinde sofort von hier. Oder muss ich die Security rufen? Nein, ich gehe selber. Geht es Ihnen gut, Madame? Ja, mir geht's gut. Ich weiß, wir kennen uns gerade erst. Aber falls Sie jemanden zum Reden brauchen, ich bin eine wirklich gute Zuhörerin. Die Wahrheit ist, meine ganze Welt ist zusammengebrochen. In den letzten 48 Stunden hat mich mein Mann nach 10 Jahren Ehe verlassen. Ich wurde aus meinem Haus geworfen. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe seit fast 2 Tagen nichts gegessen. Und ich konnte mir dieses Sandwich kaum leisten. So hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Das tut mir wirklich leid zu hören. Danke. Hör mal, wenn es dich irgendwie aufmuntert. Ich habe mir meine goldenen Jahre anders vorgestellt. Aber sicher nicht in einem Tante-Emma-Laden als Mindestlohnkassiererin. Aber voila. Du siehst trotzdem ziemlich glücklich aus. Nun, meine Mutter hat mir immer beigebracht, dass alles aus einem Grund passiert. Und wenn ich eines im Leben gelernt habe, dann, dass sich immer eine Tür öffnet, wenn eine andere sich schließt. Ich warte nur darauf, dass sich diese Tür öffnet. Ich weiß deine aufmunternden Worte wirklich zu schätzen. Aber ich glaube einfach nicht, dass es für mich noch offene Türen gibt. Schau, du solltest ein Lotterieticket kaufen. Die Ziehung ist heute Abend. Der Jackpot liegt bei über $100 Millionen. Nein, ich fühle mich nicht besonders glücklich. Ach komm, versuch es doch. Dein Glück muss sich irgendwann ändern. Es würde sowieso nichts ändern. Ich habe nur noch $3 übrig. Ich kann mir das Ticket und das Sandwich nicht leisten. Und wie du siehst, brauche ich dieses Sandwich wirklich dringend. Dann ist dieses Ticket mein Geschenk an dich. Wirklich?
Ich bestehe darauf. Aber du hast selbst kaum etwas. Meine Mutter hat mir auch beigebracht, Güter mit denen zu teilen, die sie brauchen. Und ich habe immer auf das gehört, was meine Mutter gesagt hat. Deine Mutter scheint eine unglaubliche Frau gewesen zu sein. Danke für alles. Gern geschehen. Ich hoffe, dein Glück wendet sich bald. Und die Gewinnzahlen lauten 10, 17, 33, 51, 64 und 5. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. Ich bin die Gewinnerin. Oh mein Gott. 3 Monate später. Herr Hoffmann, Sie haben einen Antrag gestellt, in dem Sie behaupten, ein Recht auf die Hälfte der Lottogewinne Ihrer Ex-Frau zu haben. Stimmt das? Das ist richtig, Euer Ehren. Wir waren 10 Jahre verheiratet. Die Hälfte des Geldes steht mir rechtmäßig zu, und das weiß sie auch. Und laut Akte haben Sie die Scheidung eingereicht. Einen Tag vor dem Kauf des betreffenden Lottotickets durch Frau Hoffmann. Stimmt das? Was spielt das für eine Rolle? Wir reden hier nur von ein paar Stunden Unterschied. Ist es ebenfalls wahr, dass Sie die Kreditkarten Ihrer Ex-Frau gesperrt haben? Und haben Sie die gemeinsamen Konten in derselben Nacht geschlossen? In der Nacht, in der die Scheidungspapiere unterschrieben wurden? Sogar einen Tag, bevor sie eingereicht wurden? Und dass Sie auch Ihre Krebstherapie nicht weiter finanziert haben? Das stimmt, und das war mein gutes Recht. Vielleicht können Sie mir erklären, warum Sie sich berechtigt fühlen, Anspruch auf die Hälfte der Lottogewinne Ihrer Ex-Frau zu erheben, das sie am Tag nach der finalen Scheidung gekauft hat. Und Sie haben deutlich gemacht, dass sie keinerlei Anspruch auf ihr Vermögen hat, nur einen Tag zuvor. Euer Ehren, lassen Sie uns einen Moment zurückrudern. Einen Moment mal, Herr Hoffmann. Das reicht. Sie waren es, der auf die schnelle Scheidung gedrängt hat. Und das Gericht hat Ihrem Wunsch entsprochen. In diesem Fall haben Sie kein Recht auf die Gewinne von Frau Hoffmann. Antrag abgelehnt. Sarah, wollen wir es nochmal versuchen? Keine Chance. Wie du schon gesagt hast, ich bin nicht mehr dein Problem, erinnerst du dich? Gott sei Dank habe ich meine Behandlung abgeschlossen und den Krebs besiegt. Nun wünsche ich dir alles Gute für dein neues Leben. Wow, sieh dich an. Es ist so schön, dich nicht mehr weinen zu sehen. Hast du diese offene Tür gefunden? Ja, die habe ich. Und schau, was sich hinter dieser Tür befand. Was ist das? Das ist dein Scheck über 20 Millionen $. Es stellt sich heraus, du hattest recht. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Das kann ich nicht annehmen. Doch, ich bestehe darauf. Du hast jeden Cent davon verdient. Ohne deinen Rat und deine Güte hätte ich diese Tür wahrscheinlich nie gefunden. Du musst deine goldenen Jahre nicht mehr als Mindestlohnkassiererin verbringen. Ich schätze, Mama hatte doch recht. Danke. Was ist passiert, Herr? Tja, das frage ich dich. Wie kann das passieren? Da ist eine Fliege im Essen. Wie kann so etwas in einem Lokal wie diesem passieren? Ich habe keine Ahnung, Herr. Oh Sarah, das ist dein zweiter Fehler heute. Und es ist ein großer. Ich habe dich wegen des ersten Fehlers gewarnt. Du hattest deine Chancen, aber offenbar ist das hier nicht der richtige Ort für dich. Es tut mir leid, du bist gefeuert. Sie haben recht, Herr, ich verstehe. Zwei Tage vorher. Halt. Sie kommen hier nicht rein. Entschuldigung, wieso? Was ist das Problem? Sicherheitsgründe. Sicherheitsgründe? Was für ein Unsinn ist das?
Sehe ich aus wie eine Bedrohung? Wie genau bin ich eine Sicherheitsbedrohung? Schauen Sie, Madame, ich mache nicht die Regeln. Oh, wirklich? Dann sagen Sie mir, wessen Regeln das sind. Denn ich würde sehr gerne ein Wort mit dieser Person wechseln. Hören Sie, ich muss mich nicht vor Ihnen rechtfertigen. Öffnen Sie Ihre Tasche. Da, wie Sie sehen können, ist sie leer. Keine Sprengstoffe, kein Schmuggelgut, keine Bedrohung für irgendjemanden. Es ist nur meine Geldbörse, mein Handy und ein Lippenstift. Zufrieden? Trotzdem. Ich kann Sie nicht reinlassen. Guten Abend, gnädige Frau. Sie können gerne reinkommen. Hey, Moment mal, warum haben Sie Ihre Tasche nicht kontrolliert? Das geht Sie nichts an. Das geht mich nichts an? Sie haben mir gerade erklärt, es gehe um Sicherheitsgründe. Aber Ihre Tasche haben Sie nicht kontrolliert. Was ist der Unterschied? Sie sieht nicht so aus wie Sie. Was haben Sie gerade gesagt? Wie sieht sie nicht aus wie ich? Sehen Sie, Sie machen hier eine Szene. Ich fordere Sie auf zu gehen. Nein, ich gehe nicht. Ich habe jedes Recht hier zu sein. He. Sie können hier nicht einfach so reinspazieren. Entschuldigen Sie, ich möchte bestellen. Natürlich, gnädige Frau. Oh nein. Ich fürchte, Sie werden Ihre Zeit hier nicht genießen. Sehen Sie, die meisten unserer Gerichte enthalten Schweinefleisch. Nun, dann werde ich die Speisekarte ändern. Ich glaube, das kann nur der Chefkoch. Genau, das weiß ich, aber du kennst mich noch nicht. Ah, da sind Sie ja. Was hat so lange gedauert? Herr Klaus Neuer, der Besitzer, kennt diese Frau? Herr, diese Frau verursacht Unruhe. Soll ich sie hinauswerfen? Mark, warum sollte ich wollen, dass Sie unsere neue Chefköchin hinauswerfen? Leute, das ist Sarah Samir. Ab sofort hat sie hier das Sagen. Was? Das kann nicht wahr sein. Doch, so ist es. Und wenn ich noch einmal von so einem Unsinn höre, bist du deinen Job los, Mark. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Willkommen, Sarah. Komm, ich zeige dir alles. Sie wird hier nicht lange arbeiten. Hör zu. Wir werden bald einen Weg finden, sie loszuwerden. 2 Salate für den Chef und seine Gästin. Schnell servieren. Aha, okay. Und stell sicher, dass du es nicht vermasselst. Der mit Erdnüssen ist für den Chef. Der einfache ist für seine Gästin. Verstanden? Alles klar. Ich bin Profi. Du musst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Das will ich hoffen. Denn wenn du das versauen solltest, fällt das auf mich zurück. Jetzt werde ich mehr Erdnüsse auf den Teller der Gästin des Chefs legen. Idioten, ihr Vollidioten. Ihr habt beinahe unseren größten Investor umgebracht. Ich will wissen, wer ihr den Erdnusssalat gegeben hat. Jeder weiß, dass sie allergisch gegen Erdnüsse ist. Also, wer war's? Hört mal, wenn niemand gesteht, werde ich jeden einzelnen von euch feuern. Und ihr werdet in dieser Stadt keinen Job mehr finden. Habt ihr das verstanden? Um Gottes Willen, übernehmt einfach die Verantwortung. Ich war's, Herr Klaus. Entschuldigung, ich war in Eile und muss die Teller vertauscht haben. Okay, hör zu Sarah. Du hast Glück, dass es ihr gut geht. Wenn nicht, wären wir alle erledigt. Das ist dein erster und letzter Fehler, Sarah. Verstanden? Verstanden, es wird nicht wieder vorkommen. Zurück an die Arbeit alle. Ihr habt es gehört? Kommt schon, bewegt euch.
Reißt euch zusammen. Sarah, warum hast du mich gerettet? Wir sind ein Team, und ich beschütze mein Team. Wir müssen füreinander da sein. Wir glauben vielleicht an unterschiedliche Götter, aber wir arbeiten zusammen. Für Vorurteile ist hier kein Platz. Verstanden? Genau. Wir sind ein Team. Wir kämpfen zusammen, wir fallen zusammen. Tisch 2 und 7, kann ich darauf zählen, dass du dich darum kümmerst? Absolut, Chefköchin. Und es tut mir leid wegen vorhin. Es wird nicht wieder vorkommen. Gut, jetzt los Peter, Tisch 2 und 7 brauchen Aufmerksamkeit. Danach möchte ich, dass du das Steak aus der Hauptküche mitbringst. Dies ist für Herrn Klaus und seine Gästin. Ich erwarte diesmal Perfektion. Nana. Ich habe gehört, Miss Higab hat eine Verwarnung bekommen. Vielleicht ist es an der Zeit, ihr den Rest zu geben. Also, beenden wir die Sache und schicken sie nach Hause. Mark. Nein. Das ist widerlich. Das hat sie nicht verdient. Das ist nicht fair. Oh, sieh dich an, wie du sie verteidigst. Bist du jetzt mit ihr befreundet? Es geht nicht darum, Freunde zu sein. Es geht darum, anständig zu sein. Außerdem, wir sind alle im selben Team. Ich werde diese Fliege entfernen und dieses Stick ändern. Erspar mir die Standpauke, du Spatzenhirn. Entweder sie oder du. Was hast du getan, Mark? Ich habe ein Foto von dir gemacht, wie du die Fliege in der Hand hältst. Wenn du es ihr nicht anhängst, sage ich dem Chef, dass die Fliege dein Fehler war. Also wähle mit Bedacht, Kumpel. Danke, Peter. Peter, was ist das? Komm her. Was ist das? Ruf sofort die Chefköchin. Ruf sie jetzt her. Was ist passiert, Herr? Tja, das frage ich dich. Wie kann das passieren? Da ist eine Fliege im Essen. Wie kann so etwas in einem Lokal wie diesem passieren? Ich habe keine Ahnung, Herr. Keine Ahnung? Und du, Peter, hast du eine Idee? Ich habe den Teller erst geöffnet, als er aus der Küche kam her. Peter, sagst du mir die Wahrheit? Ja, Herr. Ich sage die Wahrheit. Oh Sarah, das ist dein zweiter Fehler heute. Und es ist ein großer. Ich habe dich wegen des ersten Fehlers gewarnt. Du hattest deine Chancen, aber offenbar ist das hier nicht der richtige Ort für dich. Es tut mir leid, du bist gefeuert. Sie haben recht, Herr, ich verstehe. Geh nicht so schnell, meine Liebe. Ich muss dich noch überprüfen. Das hast du bereits getan. Vielleicht hast du dich doch entschieden, etwas zu stehlen? Ich kenne euch Leute. Also, liebe Sarah, ich habe es geschafft, dich in nur 2 Tagen zu feuern. Dachtest du wirklich, die Fliege wäre aus dem Nichts aufgetaucht? Oh nein, das warst du? Wie kannst du es wagen? Gib es zu. Du und deinesgleichen seid Dummköpfe. Nun, der einzige Dummkopf hier, bist du, Mark. Herr, es ist nicht so, wie Sie denken. Ich weiß alles, Mark. Oh, dann hast du, kleine Ratte, es ihm erzählt. Nein, hör zu, Mark. Der einzige Verräter hier bist du. In meinem Restaurant will ich keine Leute, die andere herabsetzen, nur weil sie anders aussehen oder an etwas anderes glauben. Hast du das verstanden? Ja, Herr Klaus. Gut, pack deine Sachen, du bist gefeuert. Chef, ich wollte nur. Jetzt, Mark, bevor ich die Polizei rufe. Und es tut mir schrecklich leid, Herr. Und ich denke, dass ich auch gehen sollte. Nein, hör zu, Peter. Dieses Restaurant kommt nicht ohne eine großartige Chefköchin.
und den besten Kellner der Welt aus. Also, bleibt ihr oder nicht? Ja, Herr Klaus. Sicher ja. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.